Mein Mann hat sich hinterm Kühlschrank versteckt. Was macht er da? Was macht er da? Was ist das da? Blumentopferd oder was? Ja. Ah, die Katze kriegt einen Sandkasten. Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze vor. Ja, würde die Mama, hä? Wollte nicht reingehen. Nee, Buddy, das muss jetzt nicht sein. Sebastian schimpft mit mir, der wollte lieber Gartenarbeit machen. Weil seit Tagen endlich mal wieder mehr Sonne da ist. Aber ich möchte unbedingt Wäsche waschen. Unbedingt. Da kommt meine Spüle hin. Mit Aussicht auf die Berge. Unten kann Mama weiter graben, hat sie gesagt. Sie wollte dann den Graben bis da runterziehen. Du hast gesagt, du ziehst eine Leine. Die ist noch nicht da. Die auf dem Rohr habe ich. Also, Noch ein zweites. noch ein zweites. Da kommen kleine Rauchwolken. Puh. Ja, ich habe schon ein paar Stück abge... Der ist mir zu groß zum Ausgraben. Wir haben noch keine große Brechstange. Mit der Spitzhacke kriege ich die nicht ausgegraben, ohne jetzt ein riesen Loch zu machen. Ich mache das jetzt ein bisschen flacher, damit ich das Rohr einfach drüber legen kann. Es wird dann nicht tief in die Erde eingegraben. Wir haben ja mit keinen Frösten zu kämpfen. Kriegssprache. Wir haben ja nicht mit Frösten zu tun, weil uns wird es dann nie kalt. Deswegen tue ich den jetzt ein bisschen versuchen, handlicher zu machen, damit ich das oben runter kriege. Und die Steine, die splittern recht gut. Bitte nicht zu Hause nachmachen, mein Mann trägt keine Brille. Mach die Augen zu. Morgens früh im Bergregenwald. Ah, wundervoll. Wundervoll. Und gleich, es ist ein toller Blick, wie da oben über den Berg die Sonne fast drüber kommt. Also das wollte ich mit euch teilen. Das sieht so fantastisch aus. Ich weiß nicht, ob das Video das aufnehmen kann. Ob ich das auf dem Video wirklich gut zeigen kann. Das sieht so fantastisch aus, wie die Sonne da gerade eben über diese Bergkuppe drüber will. Wundervoll, einfach nur fantastisch. Ich habe ja kurz noch mich umgekleidet. Jetzt kommt sie gerade drüber, die Sonne. Fantastisch. Fantastisch, einfach nur fantastisch. Ich glaube, ihr habt das schon gesehen, bei uns ist extrem viel Luft in der Leitung. Das, was vom Dorf kommt, von dem Dorf, wo die Entnahmestelle ist. Und wahrscheinlich sind zwischendrin noch Lecks. Und das ist nicht gut für unsere Geräte. Und deswegen, guck mal, was du machst, Mia, bitte. Und deswegen baue ich jetzt hier so ein Entlüftungsventil ein, was die Luft rauslässt. Und das mache ich jetzt hier an der Stelle. Da wo der Stein ist, ist halt etwa der Eingang von uns. Und da hinter uns ist der Wassertank. Das ist etwa die Mitte, das ist die höchste Stelle von der Leitung. Deswegen mache ich es hier rein. Oh nein, was hast du nur getan? Dreimal abgesägt, immer noch zu kurz. Ja, nützt nichts, muss halt ein Stück raus jetzt, damit ich das T-Stück einsetzen kann. So natürlich nicht, so geht es nicht, sondern so. Und müsste jetzt mal länger genau passen. Jetzt klebe ich das ein, mit Kleber da. Und dann baue ich mir ein kleines Stück nach oben. Das zeige ich dann mal, damit das Entlüftungsventil überhalb der Erde ist. Soll ja nicht in der Erde sitzen. Und dann mache ich mir ein paar Steine. Da Steine liegen ja genügend rum überall bei uns hier. Da hinten ist ein ganz großer und Steine hier, da ist auch ein großer Stein. Hier sind viele Steine, muss bloß mal graben. Dann, wir sind sozusagen, wir sind steinreich. Und das ist kein Witz. Wir sind wirklich mit einem Reichtum an Steinen gesegnet. Ich habe das jetzt installiert und werde es mal testen. Man hört das hier wahrscheinlich, wie die Luft hier, wie viel Luft in der Leitung ist. Und das ist die Leitung, da kommt es von oben vom Berg, vom Dorf, von dem Vorratsbehälter. Und hier geht es weiter zu den nächsten dann. Und das ist aktuell so primitiv gemacht. Wir haben jeder so ein Absperrventil drin und drehen das quasi immer ein Stück zu, damit es zu uns reinkommt. Wenn ich es ganz offen lasse, ist bei uns kaum Druck da. Allerdings die unterhalb von uns kommen, die nutzen das Wasser noch nicht. Und hier ist unser Ventil, um jetzt unsere Leitung abzusperren. Ich mache hier das nicht ganz zu. Wenn ich es ganz zu mache, dann haben wir einen extrem hohen Druck. Dann ist der Filter, der am Wassertank dran ist, dann läuft es da raus am Gehäuse.
Ich schaffe das da nicht abzudichten. So, gucken, ob es dicht ist. Meine Verbindung. Dicht ist es. Ab und zu zischt es, aber es zischt nicht so oft, wie es da drüben zischt. Jetzt kommt es gerade luftfrei raus. Testen wir mal. Testen wir mal, wie es dann weitergeht. Wenn wir es dann unten, weil der Hahn hat nicht so eine große Entnahmemenge hier. Den habe ich auch nicht selber kaufen wollen. Das ging über einen Nachbarn wegen der Tankinstallation damals. Da hat jemand die ganzen Anschlussstücke, was ich dort gezeigt habe da vorne, das Ventil und die Anschlussstücke hat jemand besorgt für uns alle. Ich denke, und solche Fusseln hier drin. Meine Frau hat gesagt, gestern oder vorgestern, nachdem wir da an der Entnahmestelle waren, ist aber jetzt kein großer Druck, muss ich mal vorne das Ventil noch ein bisschen mehr zumachen. Da kam richtig viel Schmutz erstmal raus. Ja, ist klar, wir haben da oben das frei gemacht und da jetzt zischt es mehr. Jetzt zischt es die ganze Zeit. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Druck drauf gebe, indem ich die Leitung ein Stück weiter versperre, nach unten. Wobei ich habe das schon ziemlich weit zugedreht. So viel weiter mache ich es nicht. So, wenn ich komplett zumache, dann ist es echt, ist der Druck echt zu hoch. Dann habe ich Angst, dass unsere Rohre vielleicht irgendwann kaputt gehen. Ich weiß nicht wie viel, weil ich habe keinen Manometer dran. Zwischen tut es gerade nicht, aber gut, wir entnehmen ja auch gerade nichts. Ich glaube, meine Liebste wird dann da unten, ich das sage, bestimmt mal Wasser aufdrehen. Das ist immer noch nicht so ein riesen Druck, aber manchmal dauert es eine Weile. Und der Druck, wenn mir ansteigt, ganz so richtig erklären kann ich mir es manchmal nicht. Das Wasser müsste mal gereinigt werden, der Tank müsste mal abgelassen werden. Mache ich dann vielleicht einmal, wenn das Wasser jetzt konstant da ist, lasse ich den gleich mal ab, weil das ist, wie gesagt, das letzte Mal so viel Schmutz kam und auch vorher schon Schmutz drin war. So ist es jetzt fertig. Für den ersten Moment würde man vielleicht noch mal ändern. Es geht nur darum, dass ich das, wenn ich hier mit der Motorsensor arbeite, dass ich das dann nicht erwische. Ich sehe gerade, jetzt noch ein paar größere Steine. Vielleicht sinnvoller als die anderen da. Das ist die kleineren. Genau, so sieht es aus. Ich hoffe mal, es funktioniert. Wir werden sehen, wie es auf Dauer sich bewähren wird. Das war zu schnell. Guten Tag. Wir sind so schnell. Wir sind jetzt wieder am Straßeneinsatz. Juhu! Los, geh! Ich muss meine Privatsphäre einschränken. Ah, nee, da ist. Warte mal. Hier ist die Straße weggebröselt. Ist richtig schön weggebröselt. Ja, da müssen wir irgendwas noch mehr. Mehr ist der Hang bei uns da. Und da ist der Zaun von Grundstück und hier ist die Bröselstelle. Hier ist die Bröselstelle, hier ist ein Wasserfall. Das ist nicht gut, weil das spült aus. Und diesen Stein deswegen. Was machst du da? Ja, wenn das solche Löcher macht, spült das mehr aus. Das ist nicht gut. Es dürfen nicht solche Löcher sein. Die Löcher müssen tiefer als Stein, damit das Wasser runterfließen kann, aber nicht ausspült. Weil umso mehr bröselt es unsere Erde da weg. Und dann fällt unsere Hecke irgendwann da rein und dann haben wir Landverlust. Na, hier ging der Weg rein, oder? Nach hier. Also der kahle Baum ist nach uns. Kahle da. Ein Pfostenbaum oder was? Hier rein oder ist die gerade oben? Ja, ich bin gar nicht sicher. Nee, hier ging nicht rein, ne? Doch da oben. Also der Baum steht schon länger da. Ja, ja. Aber ging das hier rein? Nee, ich glaube, es ging da oben rein. Nur von oben mal den Weg nach unten laufen. Das ist leicht auf mich. So weit runter ging. Aber eigentlich könnte man ja Brada ja zum Teil auspflanzen und sonst tun. Ich sag ja, dass wir die Tollen haben. Kommst du da ran? Ja, da stehen ja große Steine unten. Ja, aber jetzt, ja, lass den Rückweg machen, müssen Sie den essen. Gut. Nö, auf dem Rückweg. Ich musste den erstmal wegmachen, weil das gegen den Baum gefallen. Das
sind aber schöne Reife dran. Ja, sieht gut aus. Oh, das stinkt, das Fahrzeug. Das ist wahrscheinlich ein Baby von dem. Oh, hin doch mal, wie schön der Baum da ist. Das sieht man gar nicht. Ich habe den schon gesehen. Dann habe ich gerade eben besser gesehen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Weil Der so steht hoch. auch. Das ist so einer, wie wir damals am Fluss hatten. Der ist nicht so hoch, aber breit. Ich glaube, die Blätter waren damals anders. Der andere war viel höher. Aber gut, der hat hier nicht die Notwendigkeit so wachsen, weil es nicht viel Kontrahenten gibt. Ich glaube, von dem, der andere, das ist von dem wahrscheinlich ein Ionic Orange unten. Es ist aber spärlich, da ist fast nichts mehr drauf. Fast nichts mit drauf, nee. Aber ich glaube, der andere Und das ist auch Canjabrada. keine Paare, ja. Da überall was zwischendrin. Können wir mal auslassen? Da ist eine Pomerossa. Ja, der kann nur sein, dass er von dem anderen hier eine runtergetan hat, weil hier sehe ich. Ach doch, da hängt noch eine Stoffe oben. Das Grundstück hier, das war damals mal geplant gewesen, oder haben sie es sogar gemacht? Ich glaube geplant nur für als Restmülllager von der Stadt. Das ist ja jetzt Richtung Aukaloma. Was für eine achte Mülllager. Müllhalde. Haben sie aber nicht gemacht irgendwie, haben sie nicht Glück. Dann hätten wir die Müllhalde hier direkt neben. Dann hätten wir aber einen besseren Weg wahrscheinlich. Und wenn die Brücken nämlich schon längst kaputt. Das weiß ich nicht. Die fahren ja mit den Waggons fahren doch bloß. Die haben doch keine Müllautos. Die großen, schweren. Da hinten ein großer Vielleicht ist ja das Grundstück noch zu Verkauf. Weiß ich nicht. Kann sein. Ich hatte mal jemanden gefragt, wie das ist. Und Ja, das scheint es ja selber anscheinend nicht zu nutzen. nee, So, erzähl mir nochmal, was machen wir jetzt? am besten gar nicht. Kann man die jetzt auf ein oder so hier? Nee, ist da vorne. Das Problem ist, dass diese Verbindung der Wasserrohre nicht fachmännisch gemacht wurde. Die haben die Rohre nicht richtig zusammengesteckt. Die stecken bloß so ein Stück drin, allerdings müssen die weiter. Ich kann das, wenn das auseinandergebaut ist, ja mal zeigen. Für diejenigen, die nicht wissen, wie das funktioniert. Achtung, pass auf, dass ich dich nicht ausspritze. Okay. So, jetzt noch viel. Hier, und die machen das, die reparieren mit Tüten. Das funktioniert aber nicht. Das sind Verbindungen, die auf Pressung gehen. Also auf Druck. Dieser Ring, den drückt durch diese Mutter, die ist intrinkonisch, fest das Rohr zusammen. Allerdings muss dieses Rohr, im Idealfall ist es vorne gerade abgeschnitten, ist es nicht, muss erstmal so weit reingehen bis zur Dichtung. Aber man sieht das schon anhand des Dreckes, der Erde hier drin, dass es gar nicht bis in die Dichtung reingeht, das Rohr. Das war von Anfang an nicht richtig zusammengesteckt. Und da können Sie Tüten drum wickeln, wie Sie wollen, das kriegen Sie nicht dicht, vor allem bei dem Druck, der ja manchmal da ist. Aber du hast jetzt auch keine Säge mit, dass du es ein Stück gerade sägst, ne? Das habe ich nicht, nee, aber wir müssen erstmal Ziehen. Die Aufgabe ist jetzt die, das ist viel zu kurz. Wir müssen das Rohr weiter zu uns kriegen. Aber das Stück hier, wenn man ausgraben möchte ich nicht, weil hier ist gerade, wo das Gras so hoch ist. Also versuchen wir jetzt beide zu ziehen. Ich kann das ja da unten mal zeigen und können Sie mal kurz zeigen gehen, oder wie? Jetzt hast du mal wieder einen. Ach doch nicht. Festgemacht. Noch einmal. Zack. Da sind irgendwelche Ameisen drin hier. Termiten. Das ist Sebastians heimliches Hobby. Jetzt haben wir Putzlappen von der Straße. Also ich hätte da jetzt ohne Mist, auf der Straße von Tarapoto zu uns oder auch hier auf dem Berg hoch, liegen ganz oft solche roten Lappen rum. Die es wahrscheinlich hinten dran binden irgendwie und dann Ach ja, ist explizit rot, ne? oft, und viele rote, ja, viele rote. So, erster Punkt, hier spülst, hier ist die Leitung freigespült. Du machst jetzt einen Bogen nach oben, sprich, die dadurch kürzer. Also wir müssen hier unten drunter die Erde wegmachen. Siehst du das? Die ist nach oben gespült, ist kürzer. Es kann sein, dass da noch mehr gezogen hat. Und danach kommt eine Brücke, du kannst kurz da runtergehen zur Brücke. Dann siehst du, da kannst du ja mal zeigen, hängt das Rohr durch. Jetzt zeige ich kurz, wie du kurz gräbst, dann gehe ich dahin. Naja, gerade, ich mache, hier ist sogar ein Stein drunter. Das ist das Rohr jetzt weiter oben. Das geht so nicht. So, dann gehe ich zur Brücke. Nur die Frage, was gezogen kriegen einfach so. Ja, ja, bevor Das ist nicht so fest gewachsen in der Erde. Kann sein, dass es nicht ziehen kann. Da ist das Rohr. Leider konnten wir die Situation nicht zu unserer Zufriedenheit lösen, weil hier einfach, was ist einfach? Es ist eben nicht einfach, an dem Schlauch zu ziehen, der ist schon zu verwachsen. Und somit ist eigentlich eine zu große Lücke zwischen den beiden Verbindungsstücken und die Dichtung greift nicht richtig. Wir haben es jetzt vielleicht minimal besser gelöst, als wie es vorher gelöst worden ist. Und ja, mal sehen, wie lange es hält. Und vielleicht wird
lässt sich noch was tun, wenn darüber gesprochen wird in der Gemeinschaft, die das Wasser bekommt, dass man vielleicht Reparaturstücke extra kauft oder irgendwie sowas. Die Baumpolizei. Rettungsaktion eines Pomerossa-Baums. Was für eine Polizei? Das ist auch hier das Futterturm, jeder, der das Feuer mitnehmen soll, braucht. Da sind nur ganz viele Termiten drin. Dann ziehen wir uns bloß noch mehr Termiten zu uns. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt machen sollten. Jetzt pflückst du mir Pomerossa. Ich glaube, ich werfe den da runter, oder? Mach das. Wir können die Termiten ihr Werk vollenden. Das kann ja Brava abgebrochen. Das kannst du mitnehmen. Die stärkste Wand der Welt. Ich kann Bäume brechen. Ich kann es doch nicht. Okay. Guck mal, da hinten kann ja Brava runter. Ja. Ist das schon so abgebrochen, dass man das... Kriegt man das einfach abgezogen? Muss so drehen, ja. Und weißt du was? Nee, weiß ich nicht. Erzähl mir. Doch, sag dem sagen. Also doch hier zuhören. Wir könnten uns einfach hier 1 oder 2 hier abknappen, weil wir wollen ja mal eine Stange an den Ort hängen. Ja. Das interessiert wahrscheinlich niemanden. Ja, dann musst du aber was mitnehmen. Das wirst du nicht abgedreht kriegen da unten. Okay. Hier ist eine schöne daneben da. Die sind noch nicht so... Aber die rechte. Die, ja. Ja, das musst du machen, bevor es wer anders macht. Oder die du abgebrochen hast. Die ist ja auch noch ziemlich lang. Ja. So. Eigentlich mit der einmal großen Astschar reicht eigentlich. Ja, holst mir trotzdem Pomerossa, bevor du das tust. Bevor du das... Ich möchte jetzt einen Pomerossa. Guck mal, was wir drüber gucken. Ein Haus ohne Wände beim Regen. Ja, da wird man auch immer hausnass, ne? Zumindest funktioniert das Abwassersystem. Naja, minimal in die Wohnung reingelaufen. Naja. Ah, der Regen wird etwas schwächer, dann hört ihr mich besser. Aber selbst die Küche funktioniert beim Regen. Da ist das Mittagessen. Ja, damit hier nicht alles nass wird. Ne? Das ist die blaue Folie, die hier ist. Ja, und dann, wir sind ja am Hang und hier hinten sieht man dann das Wasser runterlaufen, zusammenlaufen von unserer Rinne. Die ist dann da, plätschert so dahin. Weht auch die Wäsche im Haus, wenn es so luftig ist. Elektronik haben wir hier trotzdem stehen. Jetzt wieder lauter. Und wenn es dann lang genug geregnet hat, haben wir hier am Haus da so lang einen Bach. Das ist nochmal unser Abwasser. Und der Bach, der sammelt sich dann nachher. Aber der Himmel ist da oben ein bisschen blau. Wieso regnet das so viel? Das ist blau. Ja, und wir haben für unsere Kochsituation, ich weiß nicht, ob meine Frau das schon gezeigt hat, da habe ich jetzt ein Blech drüber gelegt, provisorisch, damit wir weiter kochen können. Und der Himmel bricht da gerade auf, das sieht richtig toll aus. Ich weiß nicht, ob man das so darstellen kann. Da oben kommt sogar so ein bisschen Sonnenstrahlen durch. Da dunkel, na gut, da wird es langsam, ist ein bisschen hell schon. Da ist sogar noch blau. Jetzt ist noch blau. Da drüben kommt es auch schon wieder blau. Nee, nicht mehr, hat sich jetzt geändert. Aber dafür in der Mitte bricht es auf. Das ist toll. Hier ist ein Regenbogen heute. Und hier ist eine kleine Wolke. Unser Solarhäuschen. Und jetzt kommt langsam die Sonne raus und der Regen geht. Das ist schön. Da ist unser Haus. Hier sind wieder mal, zum ersten Mal, dass ich jetzt eigentlich bei uns auf dem Grundstück entdecke, Wanderameisen. Die wandern aber gerade nicht, die haben sich gerade hier in so einem Busch, aufpassen, stehe ich gerade in so einer Straße, in so einem Busch haben sie als ihr Lager auserkoren. Mal gucken, die laufen, ich stehe jetzt gerade hier drin, sieht man schlecht. Das ist eine Videoaufnahme jedenfalls. Klettern sie mir die Stiefel hoch. Gestern bin ich da zum Wasser gegangen, weil das Wasser weg war und wieder kam. Mit Flipflops und haben mich ein paar gestochen. Ist nicht so schmerzhaft, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass mich da jetzt ganz viele angehen, vor allem wenn die hier ihr vorübergehendes Lager haben. Naja, ich habe da ringsum jetzt frei gemacht. Das habe ich jetzt hier gerade gesenzt und da habe ich das entdeckt.
Wäre auch nie will ich gucken, dass die los wäre. Die müssen ja nicht immer neben dem Haus die ganze Zeit sein. Wobei, die sind auch hilfreich, die machen viele Insekten weg. Weil ich lasse es einfach drauf ankommen und lasse sie einfach da. Ich bekomme eine, aktuelle Küchenerweiterung, obwohl die Küche ja später nach hinten soll. Das ist jetzt, was heute hier passiert. Ich bekomme ein Dach vorne. Statt Wände kriege ich noch mehr Dach. Das ist auch gut. Das ist auf jeden Fall was überdacht. Ne, Buddy? So. Da schon mal eine umgebaute Feuerstelle. Schon mal höher als die vorangegangene. Sebastian beim Arbeiten. So. Wenn es langsam Abend wird und die Sonne anfängt, hinter dem Berg zu verschwinden, was hier in Peru deutlich früher ist als bei euch im Sommer in Deutschland. Genau, jetzt werden wir den Tag hier beenden. Schöne Grüße von uns aus dem Regenwald. Dir hat das Video gefallen? Dann klicke auf den Abonnier-Button und aktiviere die Glocke. Und schaue gerne weitere Videos von uns an.